Dorothea Schuppeus für uns heute im Bundesrat. Es gibt darüber doch einen relativ breiten Konsens innerhalb der Parteien. Aber auch von den Grünen hören wir vor allem, es ist nicht so einfach, wie man denken mag. Was steckt dahinter? Was kann man da jetzt machen beim Thema Abschiebungen in Richtung Afghanistan? Der Bundeskanzler hatte diese Abschiebung von Straftätern ja in seiner Regierungserklärung versprochen. Rechtlich ist das noch nicht möglich. Die Grünen wollen nicht mit einem islamistischen Terrorstaat verhandeln oder demjenigen auch Geld geben. Wir haben allerdings seit der Übernahme der Taliban auch schon 371 Millionen Euro Entwicklungshilfe nach Afghanistan geschickt. Aber ich möchte auch gar nicht weiter darüber philosophieren, denn ich habe ein Interview führen können mit der Ministerin für Inneres aus Niedersachsen. Aus Niedersachsen kommt hier heute im Bundesrat nämlich ein Antrag, der Messer und das Waffenrecht betrifft, neben den Abschiebungen, nämlich das große Thema nach Mannheim. Wir haben aber über beides gesprochen, über Messer und über Abschiebungen. Als erstes habe ich Sie aber gefragt, ob dieser Antrag auch eine kleine Kritik an der Bundesinnenministerin Nancy Faeser ist, denn die kündigt eine Verschärfung des Waffenrechts schon länger an, hat aber seit 2023 nicht gehandelt. Wir haben natürlich die Situation, dass wir sehr viele Messerangriffe in Deutschland im letzten Jahr hatten. Wir haben diesen Trend weiter. Mannheim ist ein schreckliches Beispiel dafür. Und deswegen brauchen wir ganz dringend eine Verschärfung des Waffenrechts. Die Novelle liegt seit über einem Jahr in der Bundesregierung. Man kann sich nicht einigen. Und deswegen haben wir heute auch noch mal diesen Antrag eingebracht, um die Bundesregierung zu erinnern daran, dass wir wirklich dringend eine Novelle und eine Verschärfung des Waffenrechts brauchen. Es geht um Messer ab einer bestimmten Länge der Klinge. Es geht um Springmesser. Natürlich können Menschen nicht alle Probleme lösen, aber wenn ich mal so direkt fragen darf, am Ende des Tages kann ich ja ein Messer immer noch mitnehmen, auch wenn es mir verboten wurde. Also wie soll das kontrolliert werden? Was soll es am Ende wirklich bringen? Naja, unsere Gesetze sind immer Regelungen, die wir für die gesamte Gesellschaft machen, um zu zeigen, um zu sagen, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt. Und wir haben die Situation, dass wir sehr viele Messerangriffe haben. Das Springmesser ist inzwischen für Jugendliche zu einem Statussymbol geworden. Wir haben es überall und wir finden, wir müssen ein Stoppzeichen setzen. Erstens, damit deutlich wird, Messer ist nichts, was man mitnehmen muss. Zweitens, dass es auch verboten ist. Und drittens, dass die Polizei auch mehr kontrollieren kann, um Menschen auch daran zu erinnern, dass das Thema Messer nicht zum üblichen Handgepäck gehört. Und daher haben wir vorgeschlagen, ein Verbot der Springmesser. Wir haben vorgeschlagen, dass wir insgesamt Waffenverbotszonen haben im Bereich des Bus und Bahns, also im öffentlichen Personennahverkehr, wo viele Menschen unterwegs sind. Und wir möchten, dass es schärfer bestraft wird und dass die Polizei mehr Möglichkeiten hat zu kontrollieren. Deswegen setzen wir in Niedersachsen zum Beispiel auf die Ausweitung von Waffenverbotszonen um Hauptbahnhöfe in Innenstadtbereichen. Und das ist immer nicht nur eine Möglichkeit der besseren Kontrolle für die Polizei, sondern es ist ein Signal an die Gesellschaft. Bitte nutzt keine Waffen, ihr braucht sie nicht dabei haben. Es gibt keinen Grund, Springmesser in seinem alltäglichen Leben dabei zu haben. Und das ist eigentlich die gesetzliche Grundlage dafür. Das ist natürlich richtig. Waffenverbotszonen bedeuten Stichkontrollen, Kontrolle der Polizei. Es hat es testweise ja in Berlin gegeben. Es gibt es sogar in Mannheim, wo jetzt das Tötungsdelikt passiert ist. Die Polizei gibt an, nicht genügend Mannschaften, nicht genügend Männer und Frauen dafür zu haben. Ich weiß nicht, wie das in anderen Bundesländern organisiert ist. In Niedersachsen haben wir derzeit eine Waffenverbotszone in Hannover und drumherum. Das funktioniert sehr gut. Die Polizei ist darauf eingestellt. Wir bereiten uns gerade vor, in Osnabrück, in Braunschweig weitere Waffenverbotszonen einzurichten, immer zusammen mit der Polizei. Ich bin viel unterwegs in meiner Polizei und die wünschen sich das und die nutzen das dann auch an Möglichkeiten natürlich der Kontrolle. Und insgesamt haben wir in den städtischen Bereichen sowieso eine hohe Polizeipräsenz in Niedersachsen. Und daher ist das ein Gesamtkonzept, um für mehr Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu sorgen. Frau Behrens, ein Resultat aus Mannheim ist nicht nur die Diskussion über das Waffenrecht, auch über Abschiebungen. Henrik Wüst und Boris Rhein möchten, dass man mit den Taliban in die Gespräche geht, um auch nach Afghanistan abschieben zu können. Stimmen Sie den beiden zu? Ich finde, als erstes müssen wir doch feststellen, dass das, was in Mannheim passiert ist, ein Mensch ist getötet worden, dass es eine schwere Straftat ist. Der Täter ist in Haft, der Generalbundesanwalt ermittelt und diesem Menschen wird hoffentlich ein Gerichtsverfahren auch angetan und es wird eine hohe Haftstrafe geben. Und daher finde ich, erstmal muss diese Tat bestraft werden. Das gehört sich so angesichts der Hinterbliebenen des Polizisten und angesichts des Respektes vor der Polizei. Und wir sind ein Rechtsstaat und wenn man eine schwere Straftat begangen hat,
dann gehört man dafür verurteilt und auch ins Gefängnis, offen gesagt. Und sollte sich jetzt darüber hinaus eine Möglichkeit ergeben, wieder nach Afghanistan rückzuführen, derzeit gibt es keine Möglichkeit. Wir haben keine einzige Möglichkeit, nach Afghanistan abzuführen. Aber wäre es nicht die richtige Botschaft an die Familien auch, dass nach abgesessener Strafe diese Menschen nicht mehr bleiben dürfen? Und dafür müsste man ja in Kontakt mit den Taliban treten für Rückführungsabkommen. Wenn das die Bundesregierung hinbekommt, habe ich da überhaupt nichts dagegen, wenn das nach der Haft passiert. Aber ich finde, dieser Mensch, der diesen Polizisten schwer verletzt hat, gehört bestraft. Und zwar nach unserem deutschen Rechtsstaat. In Afghanistan wird er wahrscheinlich gefeiert als einer, der einen Ungläubigen getötet hat. Das kann doch nicht unser Ziel sein. Wir brauchen eine ordentliche Verurteilung. Und nach der Haft kann er sehr gerne nach Afghanistan abgeschoben werden, wenn es dann möglich ist. Aber derzeit ist es nicht möglich. Und deswegen muss die Bundesregierung diese Möglichkeiten schaffen. Aber ich finde, die Debatte derzeit ist ein bisschen schräg, denn erstens sollte sich der Mensch vor einem deutschen Gericht quasi auch verantworten müssen. Und zweitens, wenn es Möglichkeiten gibt, nach Afghanistan und Syrien zurückzuführen, muss man das nutzen können. Aber derzeit gibt es die gar nicht. Deswegen ist das eine Debatte, die eine Scheindebatte ist, ehrlich gesagt. Und ich finde, die Bundesregierung muss gut überlegen, mit wem man in Kontakt tritt, mit wem man Abkommen schließt. Denn ehrlich gesagt, die deutsche Bundeswehr hat über 20 Jahre in Afghanistan gekämpft für ein ordentliches System. Und dass wir mit denen jetzt wieder verhandeln, die im Grunde dieses System ab absurdum führen und die wirklich eine schwere, schwere Diktatur sind, kann ich mich schwer mit anfreunden. Die Ministerin des Inneren aus Niedersachsen benutzt hier eine Argumentation, die die Grünen auch gerne nutzen, dass wenn man diese Straftäter direkt abschiebt, sie in ihrem Heimatland dafür gefeiert werden könnten. Von der Union gab es jetzt einen Antrag, Konsequenzen nach Mannheim, wo genau darüber auch gesprochen wurde. Und die fordern eine Haftstrafe. Und nach der abgesessenen Haftstrafe soll man dann aber abgeschoben werden und hat nicht mehr die Möglichkeit, in die deutsche Gesellschaft resozialisiert zu werden. Das alles wird im Bundestag diskutiert und heute eben von den Ländern dann durch dieses Antrags aus Niedersachsen im Bundesrat. Man merkt hier sowohl im Bundesrat als auch im Bundestag, dass der Schock nach der Tat in Mannheim, wo heute auch die Trauerfeier stattfindet, immer noch sehr tief sitzt. Nun müssen auf die Worte allerdings auch Taten folgen. Dorothea, danke dir.